Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Update-Video aus der Brickworld. Und wie ihr wahrscheinlich im letzten Nicht-Update-Video gesehen habt, geht es drüben in den neuen Räumlichkeiten voran. Und aufgrund dessen geht es heute auch hier wieder weiter, damit wir so weit wie möglich dieses Modul vielleicht fertig kriegen, wenn der Umzug passieren wird. Wie ihr seht, ich habe von dem offiziellen Set von der Polizeistation jetzt ins nächste Stockwerk einfach mal nach Anleitung gebaut. Und das Ganze werde ich jetzt ausschlachten, um hier weiter an meinem eigenen Gebäudekomplex oder Häuserblock besser gesagt, zu bauen. Vor allem werde ich jetzt hier im Bereich der Kanzlei weiterbauen, auch hier vorne. Ein weiterer Punkt, ich hatte hier ursprünglich geplant, einen Cupcake-Laden reinzumachen. In den Kommentaren habt ihr mich darauf hingewiesen, dass das vielleicht nicht die schlauste Idee ist, weil wir da vorne ja schon ein ähnliches Geschäft haben und vielleicht irgendwas anderes hier reinkommen könnte. Ich bin noch nicht ganz sicher was, aber Cupcake-Laden wird auf jeden Fall nicht hier reinkommen. Vielleicht entscheide ich das heute noch mal schauen. Ansonsten geht es jetzt hier einfach mal weiter mit dem ganzen Gebäudekomplex und wir schauen einfach mal, wie es vorangeht. Vielleicht fange ich heute auch nicht mal mit der Beleuchtung an, ich weiß es noch nicht. Wir schauen einfach mal und ich würde sagen, gleich geht's weiter. Ihr seht, hier ist ein bisschen Chaos entstanden, aber das ist alles aus einem guten Grund, denn wie ihr auch ebenfalls sehen könnt, ist hier die Verkabelung, hat ihren Anfang gefunden. Es sind erste Lichter eingebunden. Ich habe die Lampe hier draußen vor der Tür schon mal beleuchtet, da geht das Kabel hier rein und hier unter der Treppe durch und kommt hier rüber. Hier unten ist ein Loch in der Baseplate, da geht mein USB-Stecker raus, der ist momentan hier einfach an einem Kabel angeschlossen. Dann kommen wir hier zu einem 6-fach-Verteiler, da geht unter anderem ein Kabel zu dieser Lampe, die wir hier drin schon eingebaut hatten, innerhalb dieses Büros wird es vermutlich. Dann habe ich ein Kabel hier unten durchgezogen, da kommen wir gleich dazu, dann habe ich hier noch einen von diesen Konnektoren nach oben gezogen, weil dieser kleine Donutladen bekommt ja ein eigenes Dach und das müssen wir unabhängig vom anderen machen, deshalb ist das hier da, damit man eben auch die Decke abnehmen kann. Haben wir ja oft genug gezeigt mit dem praktischen System von meinem Beleuchtungspartner Illumetio Bricks. Damit beleuchte ich auch das hier wieder sehr gerne. Ist ein super praktisches System. Wenn ihr selber beleuchten wollt oder euch mal anschauen wollt, klickt einfach mal oben rechts auf den Link oder unter der Videobeschreibung. Da bekommt ihr auch mindestens 5%, wenn es gerade keine Aktion gibt, sondern bekommt 5% immer dann auf alles im Shop, wenn ihr euch für den Newsletter anmeldet. Der ist kostenlos, aber ihr bekommt dann als Premium-Kunde sozusagen 5% auf alles, also das lohnt sich auf jeden Fall auch schon mal und ab und zu gibt es auch eine Promo-Aktion, darauf weise ich euch auch immer hin. Jedenfalls zurück zum Thema. Ich habe ein Verlängerungskabel hier rüber gezogen zu einem weiteren 6-fach-Verteiler und dort gehen dann jetzt 2 Lampen nach oben durch die Wand zu dieser Beleuchtung. Ich hatte hier ursprünglich diese Elemente dran, die auch im Set sind, im Polizeistationsset. Jemand in den Kommentaren, ich weiß natürlich wieder nicht, wer es war, hat mir darauf hingewiesen, dass man ja diese Elemente nehmen könnte, die auch bei den Marvel-Sammelfiguren dabei sind. Habe ich genutzt, damit eben die Lampe so mehr Richtung Wand scheint. Sieht auch deutlich besser aus. Vielen Dank für den Tipp. Habe ich sehr gerne umgesetzt. Vielen, vielen Dank. Und ich finde auch, dass die Kabel sich relativ gut verstecken. Die gehen hinten halt in die Wand, dann unten durch und kommen hier unten raus. Das heißt, ich baue das Ganze jetzt bald wieder zusammen. Was ich vorher noch machen werde, ist, ich möchte auch noch, wenn wir schon dabei sind, diese beiden Lampen hier vorne beleuchten, bevor wir jetzt hier alles wieder zumachen. Und eventuell muss ich noch schauen, wo das hinkommt, einen weiteren Konnektor, um dann später hier die obere Ebene beleuchten zu können. Was ich aber auch glaube, ist, dass wir hier drüben einen weiteren USB-Stecker anbringen werden, denn ich glaube, es werden zu viele USB-Lichter für einen Verband später werden. Dann mache ich lieber das auf 2 Schaltkreise, einfach um später nicht Probleme zu kriegen. Aber darum kümmern wir uns dann, wenn wir hier rüberkommen. Grundsätzlich beleuchte ich einfach alles hier drüben mit einem Schaltkreis und hier drüben mit einem anderen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Und ich rede jetzt schon wieder ewig. Ich mache jetzt hier weiter mit der Beleuchtung, baue alles wieder zusammen und dann schauen wir mal, was wir heute noch so machen. So, wie ihr sehen könnt, der größte Teil des Bodens ist wieder drin und die Beleuchtung leuchtet. Ich habe, wie gesagt, jetzt hier vorne die beiden gut beleuchten können. Die Kabel gehen innerhalb der Mauer nach unten und verschwinden dann hier unter dem Boden. Man sieht noch ganz leicht, wie das Kabel unten rausgeht und unter den Boden geht. Aber das fällt überhaupt nicht auf, meiner Meinung nach. Auch das hier mit dem Schild hat ganz gut funktioniert, meiner Meinung nach. Die Beleuchtung ist ganz gut. Und auch hier die Lampe leuchtet. Wie gesagt, habt ihr, glaube ich, schon gesehen. Und auch hier die draußen. Ich habe hier den 6er-Verteiler nochmal ausgetauscht gegen einen von diesen großen 12ern. Weil ich hier noch ein bisschen mehr Verbraucher anbinden werde. Zum einen habe ich jetzt hier erstmal kurz noch
einen von diesen Konnektoren angebracht. Der kommt dann irgendwann hier hin, um den oberen Stock weiter zu beleuchten. Weil wie gesagt, das hier ist ja wirklich nur für diesen kleinen Laden hier. Aber ich bin schon mal ganz zufrieden, wie sich das da hinten wieder spiegelt, also wie es hier vorangekommen ist. Hier unten, man sieht es glaube ich noch ein bisschen, ist noch ein Sechsfachverteiler. Das bleibt jetzt erstmal so offen. Da wird dann später weiter Kabel rausgelegt, denke ich. Aber so sieht es doch schon mal ganz gut aus, meiner Meinung nach. Es hat ewig gedauert, muss ich sagen. Man kann natürlich sagen, man könnte von Anfang an die Kabel mit verlegen. Das ist am Anfang mal schwierig, wenn ich noch nicht genau weiß, wie sich so ein Haus entwickelt. Da gleich Beleuchtung mit zu verlegen, das funktioniert nicht so gut. Das gibt dann immer erst so einen Punkt wie jetzt, wo man so einiges geschafft hat, wo man so eine Grundstruktur hat und dann kann man wirklich anfangen, das hier zu verkabeln, wenn man wirklich weiß, wo das später hingeht. In der oberen Etage ist es dann später einfacher, weil man schon eine Grundstruktur hat. Aber hier werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal hier wieder alles zumachen, weiterbauen und wir schauen mal, was ich heute noch so baue hier. Und es hat sich doch noch einiges getan. Wie ihr seht, ich fange jetzt einfach mal an einer Seite an und arbeite mich dann vor. Zum einen habe ich jetzt erstmal wieder alles zugeschlossen. Hier unten ist noch ein Verteiler versteckt. Den sieht man jetzt gar nicht mehr, aber den werde ich nochmal rausholen bei Gelegenheit. Ansonsten fangen wir einfach mal hier vorne an. Und zwar habe ich hier die Treppe so weit weitergebaut, dass sie jetzt hier weiter hochgehen kann. Wir werden die Treppe auch dann nochmal spiegeln auf die andere Seite. Also hier gehen auch nochmal Stufen runter, das ist genau mittig zentriert. Da hinten kommen dann noch irgendwelche Ablage, Fächer, Schränke etc. hin, eben für die Empfangsdame hier vorne. Ich habe hier noch ein Bild aufgehängt, einfach damit die Wand nicht so nackig ist. Aber ich bin ganz zufrieden eigentlich, wie das hier aussieht. Wir können jetzt mal vorne reinschauen. Und ich finde, das entwickelt sich doch ganz schick. So jetzt auch mit ein bisschen Licht da drin ist das, glaube ich, eine ganz schöne Geschichte. Und ich finde auch, dass dieser Eingangsbereich sich jetzt ganz gut entwickelt. Wie gesagt, diese Tür wird sich auch da drüben nochmal widerspiegeln. Das heißt, das ganze Haus wird halbwegs symmetrisch sein, bis eben auf diese Einkerbung da hinten. Hier drüben wird es natürlich dann so sein, dass es hier gerade weitergeht. Das heißt, der Raum hier drüben wird größer sein. Und damit kommen wir auch gleich schon mal zum nächsten Raum. Der hat sich auch noch ein bisschen verändert. Ich habe jetzt erstmal die Grundform komplett fertig. Das heißt, ihr seht jetzt hier kommt eine Wand rein. Hier vielleicht in einer anderen Farbe, deshalb ist sie auch doppelt so dick. Ich habe hier so eine kleine Küche eingebaut, hauptsächlich mit Elementen, die auch aus dem Polizeiset stammen. Ein bisschen neu angeordnet, ein bisschen was dazu gebaut. Finde ich eigentlich ganz nett. Habe den Boden noch ein bisschen fortgeführt. Und endlich mal die Tür eingebaut. Ich weiß nicht, ob ich bei der Glastür bleibe, müssen wir mal schauen. Ansonsten habe ich auch jetzt hier vorne mal die Front weitergearbeitet, habe mich jetzt hier mal sehr stark an dem orientiert, was die Polizeistation zu bieten hat. Ich finde es eigentlich ganz nett, wobei mir das hier noch ein bisschen nackig vorkommt, aber vielleicht wird es besser, wenn hier oben noch was drauf kommt. Ich habe hier noch angefangen, so eine Ranke hochzubauen, einfach deswegen, weil der Übergang hier nicht so schön aussah. Wie gesagt, er sah nicht hässlich aus, aber einfach sehr langweilig und so bringt das Ganze noch mal ein bisschen Farbe rein. Was ich hier reinbauen werde, ich bin immer noch nicht ganz hundertprozentig sicher. Ich vermute aber, dass es vielleicht doch ein kleiner Souvenirladen wird oder sowas in der Richtung. Und bei der Souvenirladen natürlich, wie manche im Kommentaren schrieben, auch besser in der eigentlichen Altstadt ist. Also, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, was hier reinkommt. Irgendwas Winziges, Kleines, könnt ihr immer noch gerne in die Kommentare schreiben. Die Treppe, die hier ist, muss dann hier noch um die Ecke geführt werden und dann nochmal eine Etage hoch, sodass wir dann im Ende dann oben in die zweite Etage kommen, wo dann eben auch die Wohnungen sein werden in diesem Gebäudekomplex. Ansonsten habe ich das hier jetzt eben symmetrisch in die Mitte gesetzt. Das heißt, hier das Fenster wird so bleiben. Wir werden vielleicht noch ein ähnliches hier rüber bauen, weil wie gesagt, der Raum hier ist ja dann größer. Das heißt, hier würde an sich wahrscheinlich noch ein Fenster gut reinpassen. Und dann hätten wir hier dieses Gebäude im Erdgeschoss schon relativ fertig dann. Mit der Treppe muss ich noch ein bisschen schauen, wie ich hier hochkomme, weil die natürlich jetzt hier auf der Zwischenwand sitzt. Das heißt, das muss natürlich hier ein bisschen anders aussehen. Da muss ich auf jeden Fall noch schauen, wie ich das am besten mache und auch die Weiterführung des Ganzen. Das wird doch ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, wir sind hier schon hoch genug, dass das hier nicht im Raum groß stört. Man wird natürlich ein bisschen den Weg nach oben sehen, aber ich glaube nicht, dass es störend sein wird. Ich bin eigentlich auch ganz zufrieden damit, wie sich die Raumanordnung hier nach und nach zusammenfügt, auch wenn es doch eine recht komplizierte Geschichte ist mit den verschiedenen Ebenen und so weiter. Aber ich glaube, ich rede jetzt tatsächlich schon wieder viel zu viel und würde sagen, das war's für dieses heutige Update. Ich bin sehr zufrieden, wir sind vorangekommen, vor allem die Beleuchtung ist gut vorangekommen. Ich konnte noch ein bisschen was vorbereiten und ihr könnt mir wieder gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie es hier weitergehen könnte, Vorschläge, Ratschläge etc., wie eben so kleine Dinge wie das hier. Das war ein super Ratschlag, vielen Dank an dich. Ich weiß nicht mehr, wer du warst, schreib es mir gerne nochmal in die Kommentare und ansonsten sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen,
Viel Spaß beim selber bauen. Bis zum nächsten Mal und ganz wichtig, bleibt gesund. Tschüss.